Tutorial Day! Naja, Tutorial Day. Heute gibt es ein anderes Tutorial. Wir machen keine Choreo, sondern wir zeigen euch so ein paar Basic Moves, die ihr einfach tanzen könnt und dann frei kombinieren könnt. Das heißt, wenn ihr gerade noch nicht so weit seid, wo ihr sagt, ihr wollt viele Bewegungen in richtiger Reihenfolge lernen, ist das ein gutes Video, um zu beginnen. Ja, los, fang an. Wir verzichten auch auf jegliche Angabe von links, rechts. Ist also völlig egal. Genau, also generell konzentrieren wir uns heute auf so ein paar Grundbewegungen, die man einfach tanzen kann. Kann man aber auch gut als Warm-up nutzen. Irgendwie muss man ja erstmal anfangen. Das Tutorial kann auch gerade für die interessant sein, die unsere anderen Tutorials sich angeschaut haben und für die war das vielleicht zu schnell oder die wollten sich gar nicht so viel mehr, zu viel auf einmal. Oder weil es ja speziell für einen Song choreografiert war. Ja? Heute geht es nur, wir tanzen immer auf dem Rhythmus drauf. Jeder Song macht ja irgendwo Boom, Boom, ja. Boom. Und das nutzen wir heute. Ich fange an mit meinem ersten Move und das ist Bounce. Bei Bounce geht es darum, dass du deine Knie immer beugst. Ja? Also du wippst einfach. Und das machst du immer mit dem Beat zusammen. Soll ich kurz das Fenster zumachen? Meinst du? Ja. Ich sag kurz ein paar Möglichkeiten, wie man bouncen kann. Und dann werden wir das mit Musik machen. Wenn du bounce, ich mache das gerade zum Beispiel mit Füße zu. Ich schaue, dass ich immer meine Arme mitbewege. Zum Beispiel, ich kann sie öffnen mit Kreuzen. Ich kann eine Hand hochnehmen. Ich kann generell die Arme oben halten und die Arme unten halten. Damit habe ich schon recht viele Möglichkeiten. Ja? Also denk daran, du hast Möglichkeiten mit deinen Armen. Basic wäre auf und zu oder eine so an die Schulter hoch, Arme oben oder Arme unten. Möglichkeiten in den Füßen ist, wie gesagt, Füße zu, du kannst dich aber auch zur Seite drehen. Dann mache ich das mal gerne so, dass ich auf den Fersen mich umdrehe. Ich kann dort länger bleiben auf einer Seite oder ich kann schnell hin und her switchen. Wie du merkst, mache ich meine Arme auch die ganze Zeit unterschiedlich. Und ich kann auch mit Füßen auseinander bouncen. Hier kann ich auch mein Gewicht immer so ein bisschen von Seite zu Seite verlagern. Ich kann auf einer Seite bleiben. Ich kann auch noch so Armkreise machen. Ich kann auch ein Bein nehmen. Hey! Moment, halte dich zurück. Das machen wir nachher. Okay, also ich mache Musik an. Und wir bouncen einfach mit Füße zu, mit Füße zur Seite gedreht oder mit Füße auseinander. Let's go! Tauschen wir den? Ich bin auch eigentlich immer da. Ich bin auch immer da. Ja. Hör den Beat. Ja, immer auf den Beat beuge ich die Knie. Ich fange an, meine Arme mitzunehmen. Ich kann sie auch hochnehmen. Ich fange an, meine Füße zu drehen. Ich kann sehr tief gehen. Ich kann hochgehen. Ich kann hier bleiben. Ich kann die Füße auseinandernehmen. Ich habe gesagt, Hand an die Schulter kann ich auch machen. Immer wenn ich wechsle zwischen Füße auf und zu, geh einfach dorthin. Wenn du sie wieder zumachen willst, boom, boom. Okay, ich glaube. Das war Move 1, Bounce. Step Touch würde ich sagen. Ja. Step ist aus dem anderen Wort der Schritt. Ein anderes Wort. Und ich sage ein englisches Wort. Und Touch für Antennen. Ja? Step Touch. Step Touch. Aber da hat man sich eigentlich schon viel gemerkt. Ja, da kann man überall hingehen, man kann vorgehen. Ja. Man kann auch zurückgehen. Völlig egal. Ja? Man kann eigentlich überall im Raum hingehen, spielt ja keine Rolle. Ne? Hat man eigentlich schon unglaublich viel gemacht. Wenn ihr mal so im Club andere tanzen seht, werdet ihr merken, also wenn derjenige jetzt keine Tanzschule besucht, aber trotzdem gut tanzen kann, dann macht er wahrscheinlich die ganze Zeit nichts anderes als Step Touch. Merkt ihr, was man mit seinen Armen macht? Viel sowas. Genau das gleiche wie beim Bounce, ja? Ich kann quasi theoretisch auch sowas machen. Ich kann aber auch hier oben bleiben. Ich kann aber auch hier wieder die Arme einfach unten halten, kann auch eine Schulter rannehmen, kann drehen. Eigentlich ist es völlig egal, was ihr macht. Ihr macht einfach nur Step Touch. Schritt und ran, Schritt und ran. Musik? Genau.
ich gleich noch was an. Genau. Und zwar gibt es ja noch so Variationen. Ich muss zum Beispiel keinen Schritt laufen. Ich kann ja auch Step machen und statt den Touch anzusetzen, kann ich ihn ja sonst wohin machen. Ich kann ja Step, Touch, Step, Touch, Step, Touch, Step, Touch. Das heißt, ich kann den Touch machen, wo ich will. Ich muss nicht Touch machen, ich kann auch Touch. Ja, das könnte man mit den Armen zum Beispiel gut machen. Step, Touch, Step, Touch. Besonders bei schneller Musik habe ich da die Möglichkeit, schneller zu reagieren. Ja. Ja. Musik. Karten hatten wir sowas. Okay, nächste Variation. Nächste Variation ist, dass wir einfach den Step zweimal machen, ne? Machen wir den? Step, Touch und dann so ein bisschen sliden. Genau, dass wir einfach sagen, okay, wir machen einen Step, Touch und gehen dann nochmal raus und nochmal Touch. Ja, es sind quasi statt 2 Bewegungen, Step, Touch, sind es 4 Bewegungen, weil ich mache Step, Touch, raus, rein. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Man sagt auch zu diesem Step, Touch, Two-Step. Ja? 1, 2, 1, 2. Und jetzt machen wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das geschieht aber in der gleichen Zeit. Kim, kannst du mal probieren, den Step Touch zu machen? Ja. 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Ja. Gerade wenn der Song total lahm ist, macht sich der gerade gut. Ja? Bei total lahmen Song wäre Step, Touch, Step, passt nicht, aber dann machst du Step, Touch, hey, Step, Touch, hey. Ja, Musik. Lass uns mal den Move machen. Wir machen ihn erstmal langsam, damit ihr überhaupt im Beat mitkommt und dann sage ich Bescheid, dann machen wir ihn schnell. Genau, erstmal langsam. Gute Idee. Achtung, ja. 5, 6, langsam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schnell. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Dabei spielt diese Richtung keine Rolle. Du musst nicht mal nach rechts und nach links laufen, du kannst auch zurücklaufen oder vorlaufen. Ja? Ist völlig egal. Ja? So, jetzt haben wir den Bounce. Hey, offen auch. Wir haben den Step Touch und wir haben den Doppel Step Touch. So, noch was total Einfaches. Ich kann ja auch statt Step Touch machen, kann ich ja auch einfach nur den Fuß zur Seite nehmen und wieder rein. So, egal welche Seite. Vor, zurück, Seite, diagonal, völlig egal. Ja. Also er tanzt eigentlich die ganze Zeit auf einer Stelle. Genau, ich stehe hier, Fuß raus, Fuß raus, Fuß raus. Hey, hey, mach Musik an mir. Ich mach mal so ganz simpel. Ja. Vergiss nicht zu bouncen, sonst siehst du so aus. Schnell, langsam, 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 schnell, langsam. Ja, das nennt sich Sidestep, wenn man zur Seite macht, Frontstep. Die ganzen Namen sind völlig egal. Du nimmst einfach nur den Fuß raus, ja? Oh, sorry. Ich schon. Es gibt sowieso eigentlich gar keine Moves, die irgendwo herkommen oder irgendeinen Namen haben. Das wollten wir ganz wichtig erwähnt haben. Es gibt manche Leute, die sagen, oh, der Move kommt vom Ballett, der kommt hier vom Hip-Hop, Breakdance, Jazz. Ey, irgendjemand hat es einfach irgendwann mal getanzt. Genau. Und jetzt bist du das heißt, der Move kommt von dir.
Ja, wenn du also jetzt den Step Touch so machst und denkst, das ist ja aber anders, wie wir jetzt machen, oder so, das ist aber trotzdem dann dein Step Touch. Und wenn du das öfter übst, wird es dir auch immer besser gefallen. Wahrscheinlich gefällt es dir gleich beim ersten Mal, wenn du dich von keinen Zwängen beeinflussen lässt, sondern einfach machst. So, hat man auch einen Move? Und dann wo meinst du? Ja, aber dann würde ich kurz noch auf den Kick eingehen. Guck mal, wir können ja auch die ganze Zeit, das gehört einfach nur dazu, das sollte man am Anfang einfach komplett mitüben. Man könnte ja die Füße kicken. Ja. So, hier. Hast du mich drauf gesagt? Klar. Machst du das nur? Ja, also ich stehe auf ein Bein und kriege das andere vor. Dann wechsle ich und das mache ich einfach immer wieder. Was ich gerne mache, ist, dass ich so einen Run drin habe. Genau. Wenn man den natürlich ein bisschen vor hinten holt, vielleicht der beste Kurs, wie machst du das? Dass du den ran hast, wie kommt der? Ich bin immer, also statt einfach nur auf einen Fuß drauf zu springen, bleibe ich länger auf dem Tipp. Jump, jump. Ich kann meinen Fuß von hinten so nach vorne durchschleudern. Und beim ersten Mal vielleicht nicht, manche werden es auch automatisch so machen, probier es einfach aus, ganz ehrlich, das kommt mit der Zeit. Ja, dann kannst du den Kick auch noch ein bisschen, also Alex hat, ich habe mir den gezeigt. Alex hat ihn noch ein bisschen verfeinert, indem sie sagt, okay, wir machen noch so einen Run drauf. Werdet ihr wahrscheinlich gleich hinkriegen. Man kann auch den Kick statt nach hinten holen, hier oben hin holen. Das heißt, dass man, wenn man so steht, die Hüfte kurz ein bisschen einrennt und den Hacken hoch. Ferse. Ja, zack, hier. Ne? Sieht dann so aus. Ist auch ganz easy. Kann man aber gleich mit einbauen. Ne? Oder man macht so wie Alex. Oder so. Vollstanz. Oder man wechselt. Und daraus kommt man jetzt eigentlich auch prima in alle anderen Moves rein. Ja. Also habt ihr jetzt quasi noch den Kick dazu bekommen. Wollen wir kurz bis dahin alles zusammen machen? Oder wollen wir noch die Drehung und Dings mit reinmachen? Wir hüpfen mal kurz alle zusammen. Ja. Wir hüpfen mal kurz alle ein bisschen rum. Okay. Wir haben das prima demonstriert gerade. Wir hüpfen alle zusammen ein bisschen um. Ja. Ihr habt gesehen, jeder hatte was anderes gemacht, obwohl wir uns auf ein Thema geeinigt haben. Ja? Denkt nur in Grundthemen. Denkt im Thema Wippen, im Thema Laufen und im Thema Hüpfen, Sprengen. Dann hast du schon alles so ein bisschen beisammen. Genau. Thema Drehen und runtergehen. Drehen und runtergehen fangen wir auch gleich an. Macht keinen Sinn, wenn man sich da irgendwie sagt, nein, das ist jetzt zu schwer. Deswegen machen wir es ganz einfach. Wir machen einfach nur irgendeine Drehung. Zum Beispiel. Oder? Wir kreuzen. Ne? Das ist erstmal ein Simpel. Ihr könnt auf einem Bein, kann sich jeder gut vorstellen. Das können beide Seiten sein. Ihr könnt überkreuzen und euch drehen. Und was war das noch? Rumspringen kann man an. Ja, keine Ahnung, ich habe gesagt, Letztendlich ist das noch nicht mal alles, also das kann man ja alles unterschiedlich variieren. Kannst du auf den Kopf drehen? Kann man auch auf den Kopf machen. Ja, also ist egal. Drehen und runtergehen, beides gleichzeitig. Genau, also drehen. Probier es einfach mal aus. Du kannst dich zum Beispiel so hinstellen, dann drehst du um und dann läuft einfach einmal rum. Und dann machst du einmal Kreuz und hast du alle möglichen Varianten schon drin. Nimm mal am besten das, was kommt. Runtergehen nochmal. Ganz simples Runtergehen wäre hier. Ja, kann man auch auf der anderen Seite machen. So eine Schuhzubinde-Position kannst du auch Schuhe zu binden und dann, ach nee, doch nicht. Schuhe zu binden, ach nee, doch nicht, ja. Oder, ach, fertig, ja. Oder wir gehen ganz schnell runter, wir machen einfach so einen Drop. Knie auf. Oh, die Hose ist fast gerissen gerade. Also, Drop. Der Drop funktioniert so, dass man die Fersen relativ eng lässt und aufrecht bleibt. Letztendlich kannst du auch mit Beine zu. Genau. Geh einfach nur runter und steh wieder auf. Hey, jetzt geht ganz schnell. Einfach ein bisschen sexy. Das kann man auch gut kombinieren und dann zum Beispiel Hast den mich Drehung mal machen. gemacht. Hey, was wolltest du machen? Ich will gerade sexy machen. Du hast eine Mama. So. Hey. War das sexy? Ja, das war sexy. Geht so. Ja, also, Gewinn. ihr merkt alleine, damit habt ihr schon total viel. Komm, wir fassen nochmal alles zusammen. Okay, Mach du mal alles. ich mach mal
Denkt mal mit mir mit, macht mal ein bisschen mit. Also wir haben Bouncen, denk an deine unterschiedlichen Armbewegungen. Bounce, ey, ey, ey. Beim Bouncen kannst du auch deine Füße umdrehen. Ey. In meinem Kopf läuft die ganze Zeit dieser Rhythmus weiter. Ich kann auch meine Füße auseinandernehmen. Ey, ich kann sie zumachen. Ich gehe in einen Step Touch. Der Beat läuft jedes Mal weiter. Zack, wenn ich ein Doppelt mache, muss ich mich ein bisschen schneller bewegen. Als Übergang zum Nachdenken benutze ich wieder das Bouncen. Jetzt mache ich zum Beispiel Side Step. Das heißt, mein Fuß geht immer raus und wieder zurück auf die gleiche Stelle. Als Übergang wieder gut Bounce. Und dann hatten wir noch Kicks oder Run. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bounce, ey, Turn, Drop. Mit Musik? Lass uns einfach jeder kurz eine Runde versuchen, so alles abzugreifen. Ja. Ich mach mal ruhig so mit der Reihenfolge, mit der wir gearbeitet haben. Und ihr werdet merken, als Übergang nutze ich oft Bounce, um wirklich in den Beat immer reinzukommen und zu wissen, was mache ich als nächstes. Und die beiden hier können das vielleicht noch ein bisschen kreativer gestalten. Ja, was uns einfällt. Ne? Ja. So wie ihr, was uns einfällt. Wie ist die Lautstärke? Gucken wir mal. Erkennt, die ich da tanze. Bei Sven kam schon viel mehr Moves dazu, weil er die mehr miteinander so kombiniert hat. Ja? Ich glaube, eigentlich habe ich die ganze Zeit nur Step Touch gemacht und vor Step, ja? Habt ihr echt mal schon genug zu tun. Und lasst euch da bloß nicht in den Regeln reinpressen, sondern so wie es jetzt klappt, ist es okay. Und es wird morgen schon wieder viel besser klappen. Übermorgen. Und übermorgen. Ja. Gibt es noch ein Wort zum Sonntag oder Sonntag? Sonntags bei Tanz Alex. Als Anfänger würde ich dir empfehlen, eine Bewegung länger auszuführen. Das heißt, mach den Move wirklich ein paar Mal, dass du merkst, ey, der läuft gut und du weißt auch, was du mit deinen Armen tust, bevor du dann einen nächsten Move machst. Ja? Als fortgeschrittener Tänzer, das habt ihr halt bei Sven so ein bisschen gesehen, er war nicht so lange mit einer Bewegung beschäftigt, sondern er hat zum Beispiel nur noch, weiß nicht, Bounce, ey, Step Touch, Step Touch, Kick, Step, Step Touch, Step Touch, Turn, Drop. Du wirst merken, mit der Zeit wirst du die Moves schneller einfach hintereinander
in jeglicher Kombination ausführen können. Und er hat noch ein schönes Highlight gemacht. Nein, mit dem Verstand jetzt noch wieder. Angeber, das reicht jetzt! Klassenclown hier. Okay. Okay, machst du das Drehbuch auch noch geschafft? Oder ist das deine? Ja, das Ich glaube, ich habe immer dabei. Hast du noch geschafft? Ja, genau. Probiert einfach mal ein bisschen. Genau. Das entwickelt sich auch ständig weiter. Ne? Also wenn wir uns das Video jetzt hier ein paar Monate angucken und so, dann finden wir das auch nicht mehr so cool, was wir machen kann. Genauso wird es euch gehen, wenn ihr eure Sachen anguckt. Das ist ganz normal, ja. Aber Am besten du nimmst auch die Musik, die du einfach magst. Genau. Ja, und ruhig unterschiedliche Musik. Mal schnell, mal langsam. Wir hatten jetzt einfach nur mal so einen Grundbeat untergelegt, dass wir alle wissen, wann der Rhythmus kommt. Das ist, was ich meine. Ja, wenn euch das gefallen hat, sagt uns das. Und wenn ihr meint, ey, macht mal noch ein Tutorial zu dem Move da oder ein bisschen ein paar andere Moves oder vielleicht zur Drehung oder was man so unten machen kann, dann schreibt uns das rein. Dann sind wir motiviert und machen das. Okay? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Bye, bye.